Also mein Name ist Elena Schweiger. Mein Mädchenname war Winschermann. Und ich bin 1968 im Herbst nach anfänglichem Studium in Braunschweig, habe ich mich beworben für ein Praktikum und bin so eigentlich durch Zufall nach München gekommen und zum Ottel Eicher. Und also eigentlich ohne groß Ahnung zu haben, was da jetzt auf mich zukommt. Und da habe ich angefangen, wirklich erstmal Schriften zu zeichnen. Und ich glaube, der Ottel Eicher wollte halt auch sehen, ob ich da irgendwie für die Abteilung 11 halt auch was bringen kann, ob ich da einfach auch die Möglichkeit sehe, für mich da irgendwas zu machen. So, so bin ich da durch Zufall reingekommen. Ich habe auch kein Geld gekriegt am Anfang, weil ich musste erst mal schauen, ob ich da irgendwas bringen kann. Aber ich glaube, so nach 3-4 Monaten habe ich dann mit Eichers Hilfe habe ich 500 D-Mark bekommen. So, dann konnte ich wenigstens mein Zimmer bezahlen selber. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, nach einem halben Jahr oder so oder einem Dreivierteljahr bin ich dann auch angestellt worden. Damit also nicht so komische Sachen wie Wolpertinger oder Schäferhund oder solche komischen Sachen aufkommen, wurde dann gesagt, okay, wir machen diesen schönen Dachshund da, das wird unser Maskottchen. Und dann wurde aber, glaube ich, der Name wurde dann ausgeschrieben, sollte eingereicht werden, wie soll das Tier denn jetzt heißen. Und da kam dann Waldi raus. Ich glaube in 70er oder Anfang 71 war das, glaube ich schon, dass es dann so richtig dazu kam, so wie soll der jetzt eigentlich aussehen. Und ich weiß noch, ich habe 1 oder 2 Zeichner oder Karikaturisten in München aufgesucht und habe mir einen Dackel zeichnen lassen. Ich meine, der Eicher war jetzt auch nicht so ein Tierliebhaber, dass er gesagt hat, okay, der muss so und so und so aussehen. Und anhand der Zeichnung haben wir dann gesagt, okay, also wir hatten ja mal so ein Raster für alle Sachen, das war die große Grundlage der Gestaltung und da haben wir den Waldi auch reingekriegt. Also es gibt ja auch ein Normenblatt, damit halt, wenn er halt gedruckt wird, es gab ja alle möglichen Drucksachen auch mit Waldi, damit der auch immer gleich aussah. Und die Farbverteilung, dass der Kopf und der Schwanz immer hellblau waren und so bestimmte Normen einfach wurden festgelegt und der Körper konnte unterschiedlich gestreift sein. Aber es war natürlich so, dass das mit dem Ottel Eicher besprochen worden ist, also was wollen wir nicht haben. Zum Beispiel so ein richtig langhaariges Plüschtier oder so wollen wir absolut nicht. Aber letztlich war es eine Entscheidung, Geld musste reinkommen. Ne? Dann kamen auch immer mehr Anfragen, wir möchten auch und wir hätten gern und das würden wir machen zum Aufblasen und bla bla bla. Also, und das ging dann auch immer über die Finanzabteilung oder juristische Abteilung. Und wir haben halt ganz oft gesagt, nein, das wollen wir nicht. Diesen Kitsch wollen wir möglichst vermeiden. Und ich glaube, da ist so einiges durchgerutscht, also auch was Geld eingebracht hat. Es war wirklich toll. Es war richtig gut. Ich meine, die kamen ja zum Teil aus England, aus Schottland, der Ian McEwan oder aus der Schweiz, also kamen überall her. Und man fokussierte sich halt auf diese 1972. Bis dahin mussten halt so und so viele Sachen fertig sein. Also wir hatten alle zusammen ein Ziel und es hat einen wirklich zusammengeschweißt und wir haben auch so einiges zusammen gemacht, was weiß ich, zusammen Fußball geguckt und essen gegangen zur Fischerrosel an Starnberger See oder so. Wir waren sehr gut organisiert, also nächtelang arbeiten oder so gab es eigentlich nicht. Also vielleicht kam es einmal vor, dass irgendein Termin, da musste das und das fertig sein, aber ansonsten war es relativ locker.